Viele Leute haben uns deswegen gefragt, deswegen haben wir natürlich auch dort die Kamera gezückt. Herzlich willkommen im Legoland Deutschland Schnäppchenzelt. Oh ja, wie der Christoph das entdeckt hat, gab es kein Halten mehr und wir sind schon in der Schlange gestanden zum Hineingehen und schwuppdiwupp waren wir schon drin. Man muss leider auch dort warten, da sie auch wegen Corona eben in allen geschlossenen Räumen nur eine begrenzte Anzahl von Gästen hineinlassen, und ich würde sagen, während hier fabulöse Bilder über eure Bildschirme flimmern, erzählen wir euch etwas dazu. Wir waren ja, glaube ich, noch nie im Schnäppchenzelt drinnen. Also du sowieso nicht, weil du noch nie in einem Legoland warst, aber ich auch nicht. Und ich war auch das erste Mal. Also es gibt hier, gehen wir mal kurz durch, Bekleidung. Unsere Freundin hat sich eine Regenjacke gekauft, also die war sehr toll. Dann ist hier im hinteren Bereich ein ziemlich großes Lego Movie 2 Display. Ja, wo eigentlich kein Mensch reingegangen ist. Ich war da eigentlich, ich glaube, die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit alleine, und das Display ist sehr cool, aber der Sinn dieses Displays hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil Lego Movie 2 ist jetzt schon so lange weg vom Fenster und dieses Display ist dermaßen groß. Ich frage mich, ob dieses Display immer drinnen ist oder ob das jetzt nur anstatt etwas anderem aufgebaut wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie eine coole Apokalypse-Burg, die noch aufgestockt wurde. Es sind ja die Stadtmauern und alles andere, so wie es im Film auch zum Teil besichtigt werden kann, mehr oder weniger halt als Zuseher. Und mir hat das sehr gut gefallen. Also es ist eine tolle Idee, auch mit diesem Auto hier links, das sieht man ja ganz am Anfang vom Film, und den ganzen kaputten Straßen und den ganzen kaputten Häusern. Emmets Haus ist noch ganz, ja, aber leider ist die schöne Steinstadt zerstört. Gut, dass du es gefilmt hast, denn ich bin ja gleich durch, denn ich wollte ja shoppen. War dann aber kurz irritiert, denn ich habe mir gedacht, da sind Lego-Teile auch in Schütten, die man sich eben schnappen kann, und dabei sind es aber Duplo-Teile. Ja, wir haben im Internet relativ viel gelesen, dass zum Teil ja die Ausschussware oder Restbestände vom Fabrikshop dann in dem Schnäppchenzelt landet, entweder einzeln oder auch in so vorabgefüllten Säckchen. Da war allerdings jetzt vielleicht auch wegen Corona gar nichts da. Das Einzige, was hier in diesen Schütten en masse verfügbar war, waren Duplosteine aller Art. Die brauchen wir im Moment aber leider nicht unbedingt, und wir haben jetzt auch nicht gewusst, ob da 3,49 für 100 Gramm ein guter Preis ist. Deswegen haben wir da nicht zugeschlagen. Wie ihr seht, auf jeden Fall muss man auch hier die größeren Teile, wie zum Beispiel Autos, Schienen, Züge und so weiter, auch die Figuren und Tiere extra bezahlen. Genau, ich habe auch bei den Figuren durchgeschaut, weil ja doch mein Neffe und meine Nichte auch mit Duplo spielen, aber es war keine interessante Figur dabei. Oh ja, dafür hast du mir die Augenklappe gekauft fürs nächste Piratenvideo. Ja, es waren jede Menge Figuren und Tiere dabei, auch viele Einzelsteine. Wir haben sie für euch natürlich ein bisschen gefilmt, aber das war jetzt nicht besonders interessant, ganz ehrlich. Ich möchte wissen, ob diese Schnäppchenzelt-Geschichte immer mit so vielen Duplosteinen bestückt ist oder ob die da auch teilweise wechseln. Also Legosteine als solches hat es überhaupt nicht gegeben. Nichtsdestotrotz machen wir hier trotzdem mal eine Übersicht, denn vielleicht braucht ja der ein oder andere Duplosteine für einen größeren Aufbau. Die Wassersteine schauen cool aus. Es sind tolle Steine dabei, und viele von euch und auch von uns zum Teil haben wir auch schon probiert, verwenden ja Duplosteine als Fundament für größere Berge zum Beispiel, weil die ja mit Legosteinen kompatibel sind. Ja. Also ja, alles in allem eine ganz gute Auswahl, allerdings nicht an Lego, sondern an Duplosteinen. Genau. Und eben zum Glück auch anderen Sachen, wie zum Beispiel diese tolle Augenklappe. Sets habt ihr eben auch hier gesehen. War jetzt aber auch nichts Interessantes für uns dabei. Ach, unser Hochzeitsset. Das Hochzeitsset, genau. Also sie haben in diesem Schnäppchenzelt eine große und auch gute Auswahl an normalen Lego-Sets gehabt. Ihr seht auch zum Teil die Preise, also alle sind etwas heruntergeschrieben, so ungefähr ein Drittel in den meisten Fällen. Sie haben auch Harry Potter Sets, zum Teil auch auslaufende Sets, die eigentlich schon gar nicht mehr am Markt sind. Ziemlich viel haben sie noch zu Lego Movie 2 gehabt. Aber wir haben dort gar nichts gekauft, jedenfalls abgesehen von den tollen Trinkbechern. Genau.
Du hast dir doch so eine Trinkflasche Ja, gekauft du von dir der auch. Apokalypseburg. Genau, hier diese Weihnachtsgeschichte ist vielleicht was Interessanteres. Es gab ein paar Star Wars Sets. Allerdings müssen wir sagen, dass die meisten dieser Sets, die es hier rabattiert gab, die gibt es auch bei Amazon und wie sie nicht alle heißen, mit wirklich fetten Rabattprozenten. Und deswegen ist es die Frage, ob es sich hier auszahlt, zuzuschlagen, da der Preisvorteil vielleicht dann gar nicht mal so groß ist. Ja, also ich meine, man spart sich etwas, aber die Top-Preise sind es dann vielleicht nicht. Wir Muss man haben checken. wir wissen von vielen Lego-Sets so in etwa, was die im freien Handel, also egal ob bei Amazon, Müller und Co. kosten. Und die waren eigentlich quer durch die Bank fast alle im Legoland Schnäppchenzelt teurer. Also war das dann für uns nicht so interessant. Auch bei den Videospielen haben wir nicht zugeschlagen. Die gibt es zum Teil noch viel günstiger, gebraucht und auch neu. Wobei wir da auch große Fans sind, muss ich sagen. Ja, also die Videospiele sind toll. Wir haben jetzt Ja. auch noch das Lego Movie 2 Videospiel vor uns. Das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal ansehen. Aber ja, also wir können euch leider nur berichten, dass es momentan nicht diese vorab gefüllten oder auch offenen Pakete gibt, wo man Lego-Steine einzeln zum Preis von, glaube ich, 7 Euro pro 100 Gramm bekommt. Das gibt es alles Genau. nicht. Ja, dafür haben wir hier bei diesen Trinkflaschen zugeschlagen und haben ein paar Merchandise-Artikel gekauft. Ich wollte dieses Emmet-Kostüm, aber es hat es leider nicht in meiner Größe gegeben. Oh. Tja, Ja, das ist die Flasche, Das die ich mir ist gekauft sie. habe. 6,81 Euro hat sie gekostet. Ja, ist Die werden okay. wir sicher mal bei unserer Lego-Stadt stehen haben und können dann daraus trinken. Und auch diese Sets hier, Ja. da steht zum Teil kein Preis drauf. Wir haben dann gefragt, die kosten eigentlich alle so um die 10 Euro. Und Genau. ja, die gibt es nur relativ selten. Also ihr müsst wirklich zusehen, dass ihr diese Minifiguren, Pakete oder wie auch immer die heißen, bekommt. Aber die sind dann eigentlich auch nicht besonders billig. Ja, auch von Ninjago und ich glaube von den Superheroes gab es auch sowas. Also nett, aber nicht so nett. Wir haben unser Geld dann lieber in der Fabrik ausgegeben. Ja, so ein Aber Ritterkostüm wollten wir auch, hat es auch nicht gegeben. Ich finde das für Mädels extrem cool, das mit der Schleife drauf. Also das hätte ich mir schon geschnappt. Finde ich auch. Also soweit auf jeden Fall unser Einblick in das Schnäppchenzelt von Anfang August 2020. Genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Feuerwerk? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe zwar gefilmt, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ja, das Legoland hatte Doch. im Sommer einige Tage bis 22 Uhr offen. Wir hatten Ja. das Glück, dass der Abend, wo wir dort waren, auch so ein Abend war. Oh ja. Und es Und war sehr, sehr schön. es Also ich war muss sagen, schön. eines der schönsten Feuerwerke, die ich jemals gesehen habe. Lustigerweise war ich irgendwie auf Lego-Musik eingestellt und wollte schon mitbrüllen. Ja, hier ist alles Alles super. super. Und die Lieder alle sind von Lego Movie 1 und 2. Genau. Aber sie spielten Ja, Popklassiker. romantische Popklassik. Ja, sie wollten wahrscheinlich, dass ich mich in dich verliebe. Es hat nicht funktioniert. Egal, wir wollen jetzt dieses Feuerwerk nur kurz nutzen, um uns bei euch erstmal zu bedanken, dass ihr unsere Videos, speziell auch vom Legoland, so brav und akribisch geschaut habt. Oh ja. Das war wirklich ein großer Erfolg. Wir haben ja das erste Mal einen Vlog gemacht und nicht gewusst, wie das bei euch ankommt, aber unsere Erwartungen wurden alle übertroffen. Und es hat uns so Spaß gemacht. Also wenn wir wieder mal die Möglichkeit haben, werden wir auf jeden Fall wieder sowas machen. Es wäre natürlich cool, wenn man jetzt einfach in das nächste Legoland fahren könnte, vielleicht in Orlando zum Beispiel. Orlando oder Kalifornien oder Oh ja. vielleicht auch Billund. Wer weiß, vielleicht sind wir da wieder mal dabei. Ja, es hat uns wirklich sehr Spaß gemacht, hier immer die Kamera ein bisschen mit dabei zu haben und immer, wenn es was Interessantes gegeben hat, zu filmen. Es war viel Arbeit, das alles dann nachträglich noch zusammenzuschneiden, aber die Arbeit hat sich, denke ich, gelohnt. Ich finde auch. Und wir möchten dieses Video auch dazu nutzen, um euch nochmal ein kleines Resümee über unseren Legoland-Besuch zu geben. Vor allen Dingen, weil sich auch viele dafür interessieren, ob das jetzt zu Corona-Zeiten ratsam ist, dorthin zu fahren. Nochmal kurz zur Info, wir waren 2 Tage hintereinander dort und haben im Hotel Drachenburg übernachtet. Genau. Was ist denn dein Eindruck von der ganzen Geschichte? Ich muss natürlich sagen, dass ich keinen Vergleichswert habe, weil es ja mein erster Besuch war im Legoland.
Aber an sich finde ich es nicht so schlecht. Ich meine, man muss sich natürlich, das mit der Maske muss man aufsetzen, ist ganz klar. Das Hände desinfizieren ist mir auch ganz gehörig auf den Wecker gegangen. Aber das muss man ja derzeit sowieso überall. Also es hilft ja nichts. Und von dem her fand ich es eigentlich entspannend, dass ja weniger Leute ins Legoland gelassen werden. Bedeutet, man muss weniger lang warten, es ist alles ein bisschen entspannter, es sind weniger Leute unterwegs. Das ist schon cool. Und Das wie ist fandest richtig, es du? ja. Mir geht es eigentlich genauso. Ich brauche da gar nicht so viel zu erzählen. Ja, also wie gesagt, desinfizieren hin oder her. Mein iPhone hat sich am Abend nicht mehr mit dem Fingerprint entsperren lassen. Ich glaube, das sagt alles. Es ist schon etwas nervig, dass man sich da Ja, teilweise im 5-Minuten-Takt die Hände desinfizieren muss und dann wieder Handschuhe an und Handschuhe aus und dann wird wieder die Bahn desinfiziert und so weiter. Aber genau. das sind einfach momentan die Gegebenheiten. Ohne die könnte das Legoland einfach im Moment nicht funktionieren. Und ich fand es eigentlich, dadurch, dass man im Freien ohne Maske gehen kann, Das stimmt. sehr entspannend Mhm. und ja, habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt und auch sicher zu allen Das auf Zeiten. jeden Fall. Wir haben Das ist klar. super geschlafen, wir hatten ein nettes Frühstück. Das Legoland ist einfach sehr toll, egal ob ihr große oder kleine Lego-Fans seid. Die Attraktionen sind cool. Es hat auch wieder einiges Neues gegeben. Wir wurden inspiriert vom Miniland, also auch dort haben wir uns viele neue Ideen geholt. Und ich glaube, ja, ihr habt es manchmal nicht gesehen auf der Kamera, weil ich ja die meiste Zeit gefilmt habe und Rita auch irgendwo war, aber wir sind durch das Legoland gelaufen wie Vierjährige und haben uns einfach wahnsinnig gefreut und sind, wo es immer ging, damit gefahren mit der Drachenachterbahn Oh und ja. alles Mögliche. Also es war total cool. Wir wollten ja sogar mit wo man so quasi einen Ritter spielen kann, auf diesen Pferden fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man so quasi wirklich, also auf dem Pferd hin und her schaukelt und quasi das Reiten nachstellt. Sind wir schon voller Freude dort gestanden und wir wurden weggeschickt, weil wir zu groß sind. Ich hätte ein Pferd mit einem goldenen Sattel Ja. bekommen Ja. und wir wurden dann alle leider wieder zurückgepfiffen, weil wir beim Eingang offensichtlich nicht gesehen haben, dass es für die Attraktion eine Maximalgröße gibt. Ja, das war ein trauriger Moment. Aber Ja, ansonsten. wir haben gut gegessen, also die Oh ja. Essensauswahl, wir haben einmal asiatisch gegessen im Ninjago-Bereich, einmal im Ritterbereich diese Aber Bratwurst, immer super. einmal Genau. Burger, also es war eigentlich immer sehr gut. Ja. Und ja, mein Highlight war allen voran das Einkaufen. Also ich bereue es jetzt sogar ein bisschen, dass wir uns nicht die Jahreskarte genommen haben. Die gibt es nämlich bei einem Tageseintritt, dann wenn man hinausgeht, um 27 € extra. Wenn man dann noch dazu rechnet, dass man im Legoland bei jedem Einkauf 10% spart, hätten wir das früher oder später wieder herinnen gehabt. Das stimmt. Aber ja, wer weiß, vielleicht fahren wir trotzdem wieder mal hin. Aber ich glaube, die Angebote gibt es ja immer mit Übernachtungen, oder? Genau, Von das dem her denke ich mir, wenn wir wieder mal hinfahren, könnten wir zum Beispiel in dem Piratenhotel übernachten richtig, und ja. in die Schmugglerbar gehen. In die In die Schmugglerbar wollte ich nämlich und eigentlich gehen. ja, ich Aber- auch. Ja, genau. Also wenn man im Hotel übernachtet, bekommt man die Eintrittskarten billiger oder umgekehrt ist das Hotel dann billiger, wenn man Eintrittskarten kauft. Irgendwie so. Also wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal im Legoland Oh ja. gewesen sein. Und ja, wir haben schon wieder Vorstellungen davon, was wir das nächste Mal alles machen werden und wo wir wieder einkaufen. Wir sind gespannt, wie sich die Situation bezüglich Corona weiterentwickelt. Wir hoffen natürlich zum Besseren. Und ja, abschließend können wir uns eigentlich noch mal bei euch in aller Form bedanken Oh ja. für die vielen, vielen lieben Kommentare. Ihr habt uns auch oft geholfen, wenn wir wo nicht weiter wussten, mit eurer Expertise. Und ja, wir sind einfach hin und weg, dass die Videos bei euch so gut angekommen sind. Und das macht einfach Spaß. Das hat uns wirklich, das Legoland als solches war schon total toll. Und natürlich, wenn man dann auch noch filmt und dann Und das teilen kann. die Videos mit euch teilen kann, ist es natürlich noch besser. Danke auch an unsere Freunde, die mit uns dort waren, dass sie das ausgehalten haben, dass wir immer wieder mal gefilmt haben und sich auf uns warten mussten. Also es war ein toller Trip, den wir sicher wieder mal wiederholen werden. Oh ja. Und vielleicht fahrt ja auch ihr ins Legoland. Wenn ihr das macht, ihr könnt uns ja drunter schreiben in die Kommentare, wie es euch dort gefällt. Würde uns sehr interessieren.
Das ganz auf jeden Fall. Dann sehen wir uns und bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Tschüss.